Moin aus dem Wunderland. In vielen unserer Folgen habt ihr inzwischen schon das magische Wort 3D-Druck gehört, wie es auch immer mehr bei uns Stellenwert gewinnt und wir auch das immer mehr in unsere Schaffensprozesse mit involvieren. Deswegen zeige ich euch heute, wie wir mit Harzdruck und Filamentdruck einige unserer Bauteile fertigen. Das aktuelle Projekt, an dem ich arbeite, sind ein paar Heißluftballons, die ich für Talke für unseren Treppenaufgang vom 3. in den 4. Stock drucken soll. Da braucht Talke eine ganze Menge von und dafür ist der Harzdruck ein ideales Druckverfahren, weil das Interessante beim Harzdruck ist, dass egal wie viel ich auf diese Druckplatte bringe, es dauert in der Regel gleich lang, wenn ich gleich hohe Bauteile habe. Wir haben auch schon einige Heißluftballons bei uns auf der Anlage hängen, wie der hier zum Beispiel, der in der Schweiz hing. Der ist jetzt leider letztens abgestürzt. Hat es aber interessanterweise einwandfrei überlebt, also den können wir so wieder aufhängen. Der wurde damals händisch noch gebaut. Das ist alles machbar, aber natürlich bei der Riesenfläche an Ausstellungen, die wir inzwischen ausschmücken, nicht mehr wirklich realistisch zeitlich machbar. Deswegen ist der 3D-Druck auch ein Riesenwerkzeug für uns, wo wir in kurzer Zeit viele Bauteile herstellen können. Und der reine Druckprozess entlastet uns und bindet deutlich weniger unserer kreativen Arbeitszeit für Dinge, die dann ins Ausschmücken, ins detailreiche Anmalen, ins Altern fließen können. Wir haben jetzt hier das Modell von dem Heißluftballon vor uns. In dem Fall bietet sich das für diesen Heißluftballon total an, dass wir den auf den Kopf stellen. Und dann sehen wir schon, dass das Programm uns sagt, der Ballon würde so als Druckteil auf jeden Fall scheitern. Alles, was rot ist, werden unzureichend gestützte Modelle genannt. Das heißt, wenn wir versuchen, das zu drucken, wird das wahrscheinlich nicht so aussehen, wenn wir es nachher aus dem Drucker ziehen wollen. Dafür brauchen wir dann Stützstrukturen, die dieses Modell dann während des Druckes unterstützen und festhalten. Der elementar wichtigste Punkt sind die Berührungspunktgrößen. Das heißt, meine Stützstruktur hat eine kleine Interfacestelle zu meinem Modell. Und die Größe davon kann ich festlegen. Je größer diese Stütze ist, desto mehr Halt hat das Modell daran. Aber desto schlechter lassen sich die Stützen auch entfernen. Für dieses Material, für ein Bauteil dieser Größe, hat sich so eine Berührungspunktgröße von 0,5 mm circa als praktisch erwiesen. Das ist jetzt der erste Entwurf von der Software für die Stützstrukturen. Können wir uns jetzt mal im Detail angucken. Nachher wird das Bauteil über Kopf am Drucker hängen. Da sieht man dann jetzt auch schon, wofür diese Stützstrukturen notwendig sind, weil der Drucker hat nur hier oben diese karierte Fläche quasi, das ist die Druckplattform, wo das Bauteil nachher dranhängen wird. Das sind dann Erfahrungswerte, die wir sammeln, wo wir dann festlegen, okay, ein Bauteil dieser Größe würden wir so stützen, ein Bauteil der Größe würden wir anders stützen. Die Software sagt mir jetzt, hier unten der rote Bereich, der ist noch nicht ausreichend gestützt. Da kann ich jetzt mit meinen Erfahrungswerten sagen, das stimmt nicht. Das Bauteil wird super gut rauskommen. Und dadurch, dass ich weniger Stützen eingebaut habe, muss ich auch weniger Stützen entfernen. Das heißt, das erleichtert mir die Nacharbeit, das erleichtert dem Modellbau die Nacharbeit. Und es spart auch Ressourcen, weil wir weniger Druckharz benötigen. Bei Waggons, bei K-System-Autos, bei bestimmten schnörkeligen Modellbauteilen, da wird es dann schon mal ein bisschen aufwendiger, was die Stützenplatzierung angeht. Jetzt wollen wir aber, weil wir den Platz haben, gerne 2 Ballons auf jede Druckplatte bringen. Einfach um die Effizienz des Druckens ein bisschen zu erhöhen. Wenn ich jetzt nur diesen einen Ballon drucken möchte, dann würde das in etwa 9 Stunden brauchen. Wenn ich jetzt den zweiten hinzufüge, braucht es 9,5 Stunden. Dann lassen wir die Bauteile jetzt noch einmal alle positionieren. Wir wählen noch unseren Drucker aus. Dann brauche ich hier jetzt nur noch auf Jetzt drucken klicken. Dann macht die Software uns das ganze Projekt fertig für den Drucker. Und dann können wir uns das beim Drucker später anschauen. Wir sind jetzt hier im 3D-Druckraum angekommen. Hier oben haben wir mal kleine Vitrinen aufgehängt, damit wir für alle Materialien, die wir so hier verarbeiten, auch Muster parat haben. Damit zum Beispiel unser Standard Wald- und Wiesen-Druckharz. Das hat eine sehr gute Detailauflösung. Man kann dann zum Beispiel hier an der Seite den Schriftzug von dem Schulbus und den Tankdeckel und die Seitenblinker und die Rückleuchten total gut erkennen. Das Problem ist, dass das Material sehr spröde ist.
Für die K-System-Autos haben wir dann eher technische Materialien, die dann deutlich weniger spröde sind und ein bisschen mehr Biegung abkönnen. Dafür ist der Detailgrad aber nicht ganz so hoch mitunter. Das hier ist jetzt ein Versuch gewesen, deswegen der ist schon mal ein bisschen malträtiert worden, um eben diese Dinge herauszufinden. Aber wenn das Fahrzeug nachher komplett ist mit dem Fahrwerk und dem Motor und dem Akku und so weiter, dann ist es doch noch mal sehr viel stabiler als das lose Teil. Da muss man sich schon sehr viel Mühe für geben, bis das bricht. Das Ganze können wir auch in transparent. Das Material ist dann nicht so transparent wie eine gegossene Plexiglasscheibe oder ein richtiges Glas, aber natürlich schon mal sehr viel transparenter als die anderen Materialien, die wir haben. Das ist ein ganz tolles Material für, wenn wir mal Scheiben brauchen oder ganz, ganz wichtig, Lichtkörper. Dann haben wir hier auch mal ein Beispiel von einem Tankwagen, den wir mal gedruckt haben. Der hat auch wiederum den Riesendetailgrad vom Harzdruck, den wir im Filamentdruck zum Beispiel nicht so gut hinbekommen, und die einheitlichen mechanischen Eigenschaften. Ich kann es auch versuchen, aber ich werde den nicht zerbrochen bekommen. Dann haben wir hier von Thomas mal ein Stückchen von der Achterbahnschiene gedruckt, und das ist jetzt auch ein gigantischer Detailgrad, super stabil, nicht spröde. Dafür ist das eine glorreiche Anwendung, um zu zeigen, wo sich 3D-Druck wirklich sinnvoll einsetzen lässt. Händisch würden wir das niemals herstellen. Ich werde mich jetzt als erstes mal mit meiner PSA ausstatten, dass ich die Arme bedecke, Atemschutz und Augenschutz anziehe, Handschuhe anziehe, dass ich gegen die ganzen Gefahrstoffe, mit denen wir hier rumhantieren, geschützt bin. Das ist auch einer der Gründe, warum wir das in einen eigenen Raum verbannt haben, um eben diese ganzen Gefahrstoffe, mit denen wir hier rumhantieren, aus den Werkstätten rauszuhalten und nur mit dem geschulten Personal dann auch mit diesen Stoffen arbeiten. Ja, hier kommt jetzt der Voice-Over Felix. In dem Raum ist es super laut, weil wir da noch eine aktive Absaugung haben. Das erste, was wir jetzt tun, ist die Druckplattform einmal sauber zu machen. Da hatten wir jetzt noch ein anderes Material drauf. Schauen wir jetzt einmal, dass wir das vernünftig zur Seite stellen, schön mit dem Deckel drauf für den Staubschutz, und dass das dann auch, während es nicht im Drucker steht, nicht so sehr ausgasen kann. Dann tauschen wir jetzt noch die Harzkartuschen zu dem richtigen Material. Das nennt sich dann TAF-Material. So sieht ein Harzbehälter aus, wenn kein Material drin ist. Also der Tank, der hat am Boden eine transparente Folie, wo das Licht durchfällt. Dadurch wird dann das Licht geworfen, was dann nachher dazu führt, dass unser Bauteil auf dem Drucker entstehen kann. Jetzt kommt das neue Material in den Drucker. Zum einen hat es eine andere Farbe, was aber erstmal nicht ausschlaggebend ist. Was uns da vor allem wichtig ist, sind die mechanischen Eigenschaften. Wenn es bricht, dann bricht es nicht wie ein Stück Glas, sondern es reißt eher. Also es eignet sich deutlich besser, dass wir das dann einfach mit Sekundenkleber kleben können. Dann haben wir hier noch unsere kleineren Harzdrucker, Lisa und Ralf, weil links und rechts zu einfach gewesen wäre. Die können im Prinzip genau das gleiche wie unser großer Harzdrucker, aber mit einer deutlich höheren Auflösung, dafür aber auch nicht so große Teile. Also diese kleineren Harzdrucker eignen sich wundervoll für Figuren, für Gartenmöbel, für so ganz feine Bauteile, wo wir wirklich das Letzte an Details rauskitzeln wollen. Und weil es so schön ist, haben wir euch eine Zeitrafferaufnahme mit beim Druck gemacht. Wenn der Drucker das schon hergibt, dann nehmen wir das natürlich sehr gerne mit. Hier seht ihr jetzt im Schnelldurchlauf, wie in circa 9,5 Stunden diese Ballons aus Harz entstanden sind. Am nächsten Tag. So, die Ballons, die sind jetzt über Nacht sehr gut gelungen. Also was ich da auf den ersten Blick gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Als erstes habe ich die Ballons dann erstmal von der Druckplatte entfernt und das Bauteil von den Stützen runtergepflückt. Das ist immer auch ein sehr befriedigender Schritt. Als nächstes kommen die Ballons dann in die Waschanlage. Das ist ein Isopropanolbad, wo die Harzreste erstmal runtergewaschen werden. Der erste Waschgang dauert so zwischen 5 und 10 Minuten, je nachdem wie groß das Bauteil ist. Nachdem der erste Waschgang dann fertig ist, gucke ich mir das Bauteil einmal an, ob ich irgendwo Probleme erkenne oder ob irgendwo noch Harzrückstände in großen Maßen übergeblieben sind. Dann kommt das Bauteil anschließend in die zweite Wäsche. Da passiert im Prinzip nochmal genau das Gleiche, nur dass das Isopropanolbad frischer ist, also das Bauteil dann hinterher wirklich sauber ist. Und zum Schluss puste ich es dann einmal mit Pressluft ab, um alle Reste von was auch immer runterzupusten. Und zum Schluss kommt das Bauteil dann in den Backofen. Da wird es dann mit UV-Licht und Wärme nachbehandelt, in dem Fall für 1 Stunde. Das Nachbelichten der Bauteile machen wir, weil beim Drucken werden erstmal die einzelnen Schichten mit UV-Licht belichtet. Das heißt, diese Molekülketten werden dann aktiviert und werden dann ein Feststoff. Davon haben wir dann die Schichten, die wir nach und nach übereinander setzen, die sich dann auch miteinander verbinden. Aber um
zum Schluss ein wirklich homogenes mechanisches Bauteil zu bekommen, legen wir das dann nochmal in diesen Härteofen, wo es dann mit UV-Licht und Wärme nachbehandelt wird. Während die beiden Ballons in unserem Druckraum jetzt im Backofen liegen, schauen wir uns jetzt mal den Filamentdruck an, als die zweite Variante, die wir hier im Haus haben. Da haben wir solche Filamentrollen. Das ist dann ein Kunststoff, der bei unterschiedlichen Temperaturen schmilzt. In dem Fall ist es bei PETG um die 220 Grad, wo das hier gedruckt wird. Hier unten haben wir dann einen Druckkopf, der das dann schmilzt und an den Stellen, wo wir unser Modell haben wollen, extrudiert. Also so eine kleine Kunststoffwurst auf unser Modell bzw. zu Beginn auf die Druckplattform aufklebt. Und das macht er so lange, bis so viele Würstchen nebeneinander liegen, dass wir ein ganzes Modell haben. Was die Materialien angeht, die wir verwenden, da haben wir zum einen PETG. Die Farbe ist kunterbunt, also da kann man sich wirklich aus dem ganzen Blumenstrauß alles auswählen, was das Herz begehrt. Das andere Material, was wir verwenden, ist PLA. Sieht im Prinzip genauso aus, also kommt auch auf einer Rolle, hat den gleichen Durchmesser und auch wieder irgendeine Farbe. Es gibt ein paar technische Unterschiede, je nachdem, welchen Kunststoff man verwendet. Also PLA zum Beispiel ist so das Standard 0815 Material, was wir für alles Mögliche verwenden. Der Unterschied zu PETG ist, dass es ein bisschen höhere Schmelztemperatur hat. Wenn wir zum Beispiel Bauteile haben, die irgendwie warm werden. Das Problem ist, dass sich PETG mit Sekundenkleber ganz schlecht kleben lässt. Deswegen nehmen wir, wenn wir Sekundenkleber verwenden wollen, grundsätzlich PLA als das Material der Wahl. Beim Filamentdruck ist der Riesenvorteil, es ist kein wirklicher Gefahrstoff, außer die Abluft, die beim Drucken entsteht. Deswegen ist das auch alles in einem Schrankverband, um den Staub so ein bisschen klein zu halten. Den benutzen wir wie einen DIN A4-Drucker. Also jeder von uns kann damit inzwischen umgehen, sich mal eben was konstruieren am PC, das auf eine SD-Karte schmeißen und 2 Stunden später oder wie lange auch immer das braucht, hat er sein Teil in der Hand. Wir sind jetzt an Tag 3 unseres 3D-Druck-Experiments. Der Filamentdrucker ist jetzt auch fertig und jetzt können wir mal den Ballon direkt von der Druckplatte runterpflücken. Das ist immer das, was am zufriedenstellendsten ist, wenn man sowas macht. Nice. Jetzt sind wir so weit, dass wir die Äpfel mit den Birnen vergleichen können. Wir haben jetzt hier zum einen den über Nacht in Filament gedruckten Heißluftballon und auf der anderen Seite den in Harz gedruckten. Der Unterschied ist, auf dem Harzdrucker haben wir die Stützen von außen dran gesetzt. Deswegen haben wir hier jetzt auch diese ganzen Punkte, wo die Stützen abgerissen wurden. Diese Stützenpunkte sehen optisch gravierender aus, als sie nachher tatsächlich sind. Also wenn man hier einmal mit dem Schleifpapier drüber geht und das alles so ein bisschen angleicht und hinterher sowieso lackiert wird, dann fällt das hinterher gar nicht mehr auf. Im Pendant dazu haben wir dann den Ballon in Filament gedruckt. Da wollte ich euch eigentlich zeigen, wie gravierend dieser Unterschied in der Oberflächenqualität ist. Jetzt hat der Filamentdrucker das leider echt gut hinbekommen und man sieht hier nur ganz oben, wo es dann ein sehr flacher Winkel wurde, wirklich die einzelnen Schichten. Wo es grenzwertig werden würde, ist, wenn man jetzt feine Schriftzüge hier mit in der Oberfläche einbringen würde oder Karosserielinien von einer Fahrzeugkarosserie zum Beispiel oder von einem Waggon, irgendwelche Zierleisten. Da würde sich der Filamentdrucker dann etwas schwerer mit tun. Einen weiteren Unterschied, den wir jetzt in diesem speziellen Fall haben, ist, man hört schon ein bisschen, hier drin sind die Stützen jetzt im Ballon platziert gewesen. Hat sich jetzt für dieses Modell so angeboten. Es kann auch sein, dass wenn man ein Modell anders ausrichtet, dass die Stützen dann von außen platziert sind und dass das dann auch wieder solche Artefakte, ähnlich wie hier bei dem harzgedruckten Ballon, hinterlassen würde. Jetzt zeige ich euch noch mal ein paar Live-Beispiele aus unserer Anlage, die wir jetzt auch schon voll ausgeschmückt und angemalt und gealtert haben. Das sind zum Beispiel hier dieses große Silo, die 3 kleineren Silos, hier dieses verrostete alte Silo noch mit den Farbresten von aus welchem Jahrzehnt auch immer. Also da haben wir dann wirklich schon ein paar Modelle, die in nächster Nähe zur Anlagenkante stehen, die also allen mechanischen Ansprüchen gerecht werden müssen. Sei es jetzt ein Gast, der das mal umkegelt, was ja vollkommen fein ist. Oder auch, wenn wir mal auf die Anlage treten, um mal wieder einen Zug aufzugleisen, dass wir all das trotz dieser empfindlichen, feinen Bauteile irgendwie bedienen können. Wenn euch etwas einfällt, was wir unbedingt ausdrucken und bei uns auf der Anlage präsentieren sollten, schmeißt es gerne in die Kommentare. Das meistgelikte drucken wir vielleicht. Schauen wir mal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.